Hallo zu einer neuen Reptil-TV-Folge. Meine Intro-Tierchen heute sozusagen. Ich habe euch heute 1300 Ungrad Intro-Tierchen mitgebracht. Die sind alle hier in meinem schönen Buch Python Regius. Die deutsche Version ist jetzt schon ein gutes halbes Jahr erschienen, wisst ihr vielleicht. Die englische Version, die erscheint jetzt zum 1. Juni. The English edition is coming 1st of June 2019. Also wer das noch nicht hat, kann ich euch ans Herz legen. Tolles Buch, alles über Königspythons, was ihr immer schon wissen wollt. Und deswegen heute statt meinem Intro-Tierchen ein bisschen in eigener Sache hier für das Buch. Unser Thema heute ist die Fütterung von Schlangen. Beim Schlangenfüttern kommt da um die Nagetiere nicht drum rum. Es gibt ganz wenige Fischfresser oder sogar, es gibt Reptilienfresser bei den Schlangen, das wollen wir aber auch nicht, die irgendwelche Echsen fressen. Also die Nagetiere sind das klassische Schlangenfutter, da kommt ihr wie gesagt so gut wie nicht drum rum. Die einzige Frage ist Froschfutter versus Lebendfutter, ne? Also bei uns hier in Deutschland oder in vielen oder in den meisten Ländern darf man Lebend verfüttern. Es gibt Länder, die Schweiz zum Beispiel, die sagt, nee, ihr dürft nur Froschfutter geben. Dann seid ihr natürlich von vornherein in diese Richtung hier gezwungen. Beides hat Vor- und Nachteile. Ich glaube, das Lebendfüttern ist das Natürlichere. Die Maus wird von dem Reptil ja wirklich schnell erlegt. Ich glaube oder ich bin mir sicher, dass es kein qualvoller Tod ist, sondern ein ganz natürlicher Tod sozusagen. Aber auch das Froschfutter hat Vorteile. Ihr könnt euch einen Vorrat anlegen, legt den daheim in die Gefriertruhe, müsst ihr halt mit eurem Partner, euren Eltern, je nachdem wer Herr über die Gefriertruhe ist, müsst ihr natürlich einig werden, dass ihr das Froschfutter in die Gefriertruhe machen dürft. Das Ganze gut verpacken, natürlich auf Hygiene achten, aber dann hat es natürlich auch Vorteile. Übers Froschfutter selber gibt es eine extra Folge, wie man das auftaut und so weiter. Schaut euch da die Folge Froschfutter an, da könnt ihr sehen, wie gesagt, wie man es richtig auftaut, wie man es richtig macht. Heute geht es mal generell um das Füttern an sich. Zuerst möchte ich euch das Lebendfüttern zeigen. Hier so ein junger Königspython, hier eine kleine Ratte. Zeigen wir euch, wie man das Tier füttert. Ich persönlich würde euch empfehlen, füttert die Tiere im Terrarium, ne? Also hier in dem Fall ist es jetzt eine Box oder die meisten, die Rex haben, werden es im Reck füttern, aber wenn ihr ein Glasterrarium habt, füttert die Tiere im Terrarium drin. Ist einfach weniger Stress für das Tier, wie wenn man die erst rausnimmt, außerhalb füttert, wieder hinterher ins Terrarium reinmacht. Habt ihr mehrere Schlangen im Terrarium, dann kommt ihr unter Umständen nicht drum rum, die zu trennen. Ne? Ihr könnt nicht, wenn ihr 2, 3 Schlangen in einem Terrarium zusammen habt, Futter einfach reinwerfen. Dann müsst ihr die irgendwie trennen. Habt ihr die Tiere aber einzeln im Terrarium, dann würde ich, wie gesagt, empfehlen, füttert die im Terrarium, erspart dem Tier den Stress. Aus meiner Sicht hat es überhaupt keinen Nachteil, es hat nur Vorteile. Es gibt so eine alte Weisheit, na, wenn man die im Terrarium füttert, werden die Schlangen aggressiv und sowas. Also halte ich für Quatsch. Wie gesagt, erspart dem Tier den Stress, dass er es rausnimmt. Und ich glaube, das ist die natürlichste Sache, wenn er es im Terrarium füttert. Noch ein ganz wichtiger Punkt, wir füttern jetzt hier oder verfüttern eine lebende Ratte. Wer von euch sagt, um Gottes Willen, das will ich nicht sehen oder um Gottes Willen, meine kleinen Kinder sitzen hier vorm PC, der überspringt es einfach und einfach 5 Minuten weiter scrollen, dann bleibt euch dies erspart sozusagen. Was auch ein wichtiger Punkt ist, ihr könnt das Futtertier mit der Pinzette hinhalten, ihr könnt es aber auch einfach freilassen, dass die Schlange dann sozusagen jagt. Wichtig, dass das Futtertier muss die passende Größe haben. Jetzt in dem Fall, die Schlange hat so geschätzt, wird die 250 Gramm circa haben und die junge Ratte hier hat ca. 30 Gramm, also ungefähr runde 10% des Beutetier von der Schlange selber. Ich finde es einfacher noch, statt anhand der Größe, wenn ihr schaut, wenn das Tier gefressen hat, muss es nach dem Fressen, müsst ihr dem Tier ansehen, dass es wirklich richtig einen dicken Bauch hat. Ne? Also wenn ihr, die darf nicht hinterher
aussehen, wie wenn sie nichts gefressen hätte, sondern nach dem Füttern muss die Schlange wirklich, ihr müsst sehen am Bauch, der Bauch ist richtig dick, der ist gewölbt, dann ist die richtige Größe. Jetzt seht ihr ganz gut, die Schlange hat gefressen. Ihr seht den dicken Bauch. Ne? Man sieht, wo die Ratte jetzt ungefähr sich im Bauch befindet. Also ich würde sagen, das ist sogar fast Minimum. Ne? Also das Beutetier, was wir jetzt gewählt haben, war sogar eher noch ein Ticken zu klein, könnte noch gleich ein bisschen größer sein. Aber zumindest so sollte man sehen, das Tier hat gefressen. Dann war das Beutetier ausreichend groß. Wie gesagt, wenn nicht, dann größeres Beutetier oder gegebenenfalls ein zweites Beutetier, also eine zweite Maus zum Beispiel hinterher, dass man wirklich, dass man hinterher an der Schlange sieht, aha, die hat gefressen, die hat was im Bauch. Natürlich auch nicht übertreiben. Also wenn ihr jetzt eine zweite Ratte in der Größe geben würdet, dann wäre es zu viel. Dann kann es sein, die wirkt eine Ratte wieder aus und das ist natürlich auch nicht Sinn und Zweck. Jetzt haben wir gesehen, wie ein junger Königspython diese lebende kleine Ratte gefressen hat. Jetzt machen wir das Ganze mit Frosch. Da nehmen wir ein bisschen was Größeres, eine ausgewachsene Ratte und verfüttern die an einen großen Tigerpython. Da müsst ihr mit mir mitkommen. Dann kommen wir jetzt zum Froschfutter füttern. Hier so eine aufgetaute Ratte, die haben wir jetzt gerade im Wasser, habe ich die schnell aufgetaut. Geht circa eine Stunde, bis so eine große Ratte richtig aufgetaut ist. Hier ein großer Tigerpython, der hat so 3,5 Meter. Da sind wir jetzt bei der Situation, wie ich es vorher schon gesagt habe. So einem großen Tigerpython reicht natürlich eine so eine Ratte nicht. Das heißt, dem muss ich dann mindestens 4 oder 5 so große Ratten geben. Oder aber ich fütter was Großes, irgendwelche Karnickel oder sowas in der Art. Ne? Dann wird der aussatt. Von einer so einer Ratte sieht man bei dem noch nichts. Ne? Aber zum Zeigen, wie und was, ist das natürlich schon okay. Wenn ihr Frosch füttert, dann in der Regel ist es besser, wenn ihr das Beutetier hinhaltet. Also die meisten fressen dann von der Pinzette oder hier von der Futterzange. Wenn ihr jetzt wirklich ein ganz scheues Tier habt, dann macht es vielleicht auch Sinn, dass ihr hier so eine bisschen eine Ablage reinmacht, ne, dass das Futtertier nicht ganz im Streu liegt, sonst ist das da mit Streu eingedeckt. Und die Schlange frisst das ganze Streu mit. Ein bisschen Streu wird immer mit dabei sein, auch gar kein Problem, macht euch keine Sorgen, irgend so ein Holzeinstreu. Also das verdauen die ganz normal, das ist ja nicht anders wie irgendwelche Knochen oder sonstiges, kein Problem für das Tier. Bloß wenn ich jetzt das feuchte Beutetier, das ich gerade frisch aufgetaut habe, das würde ich jetzt nicht direkt unbedingt ins Streu legen, sondern würde dann vielleicht so eine Kunststoffwanne oder irgendwas hinlegen, würde es da hinlegen oder aufs Versteck oben drauf zum Beispiel, dann geht die Schlange hin und holt sich das Tier. Aber am allerbesten, wie gesagt, von der Pinzette oder von der Zange füttern. Wenn ihr Froschfutter gebt, wichtig, dass ihr jede zweite, dritte Fütterung würde ich euch empfehlen, dass ihr ein Multivitaminpräparat in die Futtertiere entweder reinspritzt. Ne? Ihr könnt einfach in der Apotheke euch eine Spritze holen mit Kanüle, nehmt ein bisschen von dem Multivitaminpräparat, spritzt in die Futtertiere rein. Oder ihr könnt hingehen, wenn die Schlange die Maus oder Ratte zur Hälfte gefressen habt, dann könnt ihr so ein, 2 Tropfen auf die Maus machen, dann frisst sie das gerade mit. Ne? Wichtig, dass ihr es nicht vorher drauf macht. Die Multivitamine riechen ja ein wenig stark, dann frisst das Tier unter Umständen das Froschfutter nicht. Ja? Also das nur für Froschfutter, Multivitamine ganz wichtig. Auch noch eine wichtige Frage oder eine Standardfrage ist das Futterintervall. Bei den Schlangen sage ich euch immer, ihr sollt einmal die Woche füttern, ja? Bei einer Natter vielleicht sogar alle 5 Tage. Eine Python alle 7 Tage. Es gibt ein paar Schlangenarten, die haben einen langsamen Stoffwechsel. Man sagt es bei Chondropython zum Beispiel, bei Corallus caninus. Ne? Also scheinbar so diese Baumbewohner, Vogelfresser, die haben wohl einen langsameren Stoffwechsel, die vielleicht nur alle 10 Tage füttern. Bei
Bei einigen Boa Constrictor Arten, Constrictor zum Beispiel, Surinam und so weiter, hat man früher immer gesagt, man soll die wegen langsam füttern. Ich denke, dass das vielleicht auch noch aktuell ist, also bloß alle 10 Tage als Jungtier. Wenn die Tiere größer werden, könnt ihr die Intervalle verlängern, beziehungsweise, das ist auch ein Spruch, den ich schon 100-mal gesagt habe, habt ihr ein Zuchttier, also fangen wir so an, ein Tier im Wachstum, meiner Meinung nach, kann ich immer im gleichen Intervall füttern, ja, also in der Regel so 7 Tage bei einem Python, bis das Tier Geschlechtsreife erreicht hat. Wenn ich ein Zuchttier habe, ein Weibchen, mit dem ich züchten will, dann füttere ich die weiterhin im 7-Tages-Rhythmus, weil irgendwann fängt die an mit Paaren, dann tut die Eier legen, dann tut die Eier bebrüten. In der Zeit frisst die ja fast nichts und das, was die dann nicht frisst, muss die dann die restliche Zeit vom Jahr nachholen sozusagen. Ja. Also von dem her, da behaltet ihr euren 7-Tage-Rhythmus bei. Habt ihr ein einzelnes Tier, mit dem ihr nicht züchtet oder ein einzelnes Männchen, dann könnt ihr in dem Intervall auf 2 Wochen oder sogar auf, ich würde sagen, maximal 3 Wochen gehen. Ja. Ich sehe immer wieder Tiere, die werden alle 3, 4, 5 Wochen gefüttert und dann womöglich noch ein so kleines Futtertier. Dann kommt irgendeine Schlange mit einem riesen Kopf und einem ganz dünnen, langen Körper dabei raus. Das entspricht sicherlich nicht dem, wie es in der Natur frisst. Ne. Also auch wenn Schlangen relativ wenig fressen, tut es aber auch nicht untertreiben und tut zu sparsam füttern. Ich glaube, das ist für dem Tier oder da ist dem Tier sicherlich auch nicht geholfen. Wie gesagt, noch ich als Pythonzüchter würde sagen, man kann fast nicht überfüttern. Die machen dann eine Fresspause, wenn sie nicht weiter fressen wollen. Von Boa-Seite kommt oft das Argument, nein, auf keinen Fall zu viel füttern. Da habe ich mir selber noch nicht ganz das eigene Bild gemacht, aber kann vielleicht sein, dass man eine Boa oder sagen wir mal Boa Constrictor gleich ein bisschen langsamer füttert wie die Pythons. Bin ich mir nicht ganz sicher, aber so minimale Tendenz oder probiert es aus, aber beachtet es ein bisschen. Und wer noch mehr von uns sehen will, hier unser letztes Video könnt ihr euch anschauen oder hier ein zufällig für euch ausgewähltes Video. Und besonders wichtig, wie bei YouTube immer, abonniert unseren Channel, gebt uns einen Daumen hoch, macht die Glocke an, dass es immer aufpoppt. Und wenn ihr Terrarienprodukte braucht, schaut in den Shop rein.